Hi, heute schauen wir mal, wie ein Golf 4 beim TÜV abgeschnitten hat. Es ist ein gepflegter Golf mit nur 103.000 Kilometer und zweiter Hand. Der TÜV-Prüfer ist durch und wir schauen uns mal das Ergebnis an, ob er Mängel gefunden hat. Viel Spaß! Ich wollte solche Videos in Zukunft öfters machen, mit den verschiedensten Fahrzeugen. Ich finde es immer wieder spannend, welche Mängel die verschiedenen Fahrzeuge haben und ob es sich bei älteren Autos überhaupt noch lohnt, die Mängel zu beseitigen. Weil die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs mit neuem TÜV übersteigen würden. Hier ist der Golf 4 und jetzt schauen wir uns mal den optischen Zustand an. Seitlich sieht das schon mal nicht schlecht aus. Hier unten an den Schwellerspitzen gammeln die gerne mal durch. Aber hier ist nichts. Genauso wie hier am Kotflügel. Da gammeln die auch gerne mal. Hier hinten am Radlauf ist auch nichts durchgegammelt. Vielleicht hat hier auch einer schon mal was dran gemacht. Aber hier sieht es gut aus. Hier sieht auch alles gut aus. Der Radlauf hat auch nichts. Und der Schweller hier vorne sieht auch noch top aus. Genauso wie der Kotflügel. Also vom Zustand her ist der wirklich noch top. So, jetzt schauen wir uns mal den Prüfbericht an. Ich habe es geschwärzt wegen Datenschutz. Und hier steht auch schon HU-Untersuchungsergebnis erhebliche Mängel. Prüfplakette wurde nicht zugeteilt. Das bedeutet, er ist voll durch den TÜV gerasselt. Und hier hat er auch die erheblichen Mängel aufgeschrieben. Das sind gar nicht mal so wenig. Ich würde sagen, ich hebe das Auto hoch und dann schnappen wir uns mal die Liste und schauen uns die Mängel am Fahrzeug an. Als erstes haben wir hier Radbremse, Bremsscheibe, erste Achse links und rechts verschlissen. Das schauen wir uns mal an. Und da sieht man schon eine erhebliche Kante. Das bedeutet, die Bremsscheibe muss neu. Und wenn ihr die Bremsscheibe neu macht, müsst ihr natürlich auch die Bremsbeläge mit neu machen. Was hat er als zweitens aufgeschrieben? Radbremse, Bremsscheibe, zweite Achse links und rechts verschlissen. Schauen wir mal. Sieht auch nicht so berauschend aus. Hier müssen auch Bremsscheiben und Beläge neu. Drittens, Lenkübertragungsteile, Spurstange links innen und rechts Innengelenk ausgeschlagen. Das bedeutet auf Deutsch, dass das Axialgelenk ausgeschlagen ist. Also hat er Spiel in der Lenkung. Das kann man wie folgt prüfen. Man geht hier ans Rad und bewegt es ganz leicht hin und her. Und wenn man Spiel merkt, so wie hier, ist es ausgeschlagen. Auf der Seite ist es auch ausgeschlagen. Also müssen Axialgelenke neu. Hier ist das Axialgelenk oder wie er schreibt, Spurstange innen. Auf der Seite ist es hier. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr das Axialgelenk sowieso neu macht, macht auch gleich den Spurstangenkopf mit neu. Der kostet nicht viel. Und wenn der so ausgeschlagen ist, ist der Spurstangenkopf auch nicht mehr weit vom Exitus. Und da ihr sowieso eine Achsvermessung machen müsst, zahlt ihr nur einmal für die Achsvermessung. Und ihr habt wieder eine frische Lenkung. Viertens, Feder, zweite Achse links gebrochen. Und da sieht man schon die Bruchstelle. Also müssen beide Federn neu. Das Schlimme ist ja, wenn die Feder nur so ein Stück gebrochen ist, merkt man es nicht im Fahrverhalten. Aber beim TÜV ist es trotzdem ein erheblicher Mangel und man muss die Federn erneuern. Fünftens, Dämpfung, Schwingungsdämpfer, erste Achse links, Anschlaggummi, Zusatzfeder beschädigt. Das ist das Teil. Das sitzt normalerweise hier oben fest, ist aber jetzt rausgerissen und sitzt jetzt hier. Das muss neu.
So sollte es normalerweise aussehen, muss hier oben fest sein. 6. Räder, Reifen, alle Alterungsrisse. Und hier sieht man auch schon die Alterungsrisse. Ist ja auch kein Wunder, denn die Reifen sind von 2011. Die Reifen sind 14 Jahre alt. Die müssen definitiv neu. Denn man sagt ja, man sollte im Schnitt alle 6 Jahre die Reifen erneuern. Die hier sind längst überfällig. Und zum Schluss noch Achse, Achsaufhängung, Querlenker, erste Achse links und rechts, Gummilagerung beschädigt. Damit meint er das Gummi hier. Seht ihr den Riss da? Das ist beschädigt und die müssen neu. So, das waren jetzt nicht gerade wenig Mängel. Wenn man überlegt, in welchem guten Zustand sich der Golf optisch befindet, hätte ich nicht gedacht, dass er so gravierende Mängel hat. So kann man sich täuschen. Jetzt kommt der interessante Teil. Was kostet es, wenn man alle Mängel in einer Fachwerkstatt beseitigen lässt? Ich habe ein Programm, das mir genau den Mittelwert in ganz Deutschland zeigt, was die Teile und der Einbau für den Endverbraucher kostet. Ich lasse es mal schnell ausrechnen und dann verrate ich euch die Summe, was es kosten würde, alle Mängel zu beseitigen. Bis gleich. Eine Stunde später. Ich habe jetzt die Summe und die ist nicht gerade wenig. Wie gesagt, das ist der Durchschnitt aller Werkstätten in Deutschland. Bei mir würde es ein bisschen weniger kosten. In der Summe sind alle Arbeiten und vernünftige Ersatzteile enthalten. Das würde dann 2.390 € und 34 Cent kosten. Wie gesagt, ist nicht gerade wenig. Wenn man überlegt, dass auf dem freien Markt so ein Golf 4 mit neuem TÜV bei 2.000 bis 2.200 € liegt, lohnt sich dann überhaupt noch für 2.400 € es reparieren zu lassen? Ich glaube nicht. Jetzt muss man sich mal vorstellen, man kauft sich als Laie so ein Fahrzeug. Sagen wir mal für 500 €. Zweite Hand und nur 103.000 Kilometer gelaufen. Und man denkt, man hat ein Schnäppchen gemacht. Und gibt den Wagen dann in eine Fachwerkstatt zum Neu-TÜV machen und bekommt einen Kostenvoranschlag von 2.400 €. Da wird das vermeintliche Schnäppchen mal schnell zur Kostenfalle und man fällt auf den Arsch. Da kostet das Schnäppchen mal locker über 3.000 € mit TÜV-Gebühr. Also, Augen auf beim Autokauf. Als Laie ist es am besten, sich einen fachkundigen Menschen beim Autokaufen mitzunehmen oder den Wagen vor dem Kauf vom Sachverständigen prüfen zu lassen. So kann man sich sicher sein, dass der Wagen was taugt. So, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Regina.